Luang Prabang ist wirklich wunderschön und hat uns richtig verzaubert. Und in diesem Video zeigen wir dir alle unsere Highlights in und rund um die Stadt. Viel Spaß dabei! Wir sind in Land 14 unserer Weltreise angekommen, nämlich Laos. Genauer gesagt in Luang Prabang, hier im bergigen Norden des Landes am Mekong-Fluss gelegen. Und über die Stadt Luang Prabang sagt man, dass sie zu den schönsten in ganz Südostasien gehören soll. Wir sind mal gespannt. Die Stadt selbst ist nicht sonderlich groß, hat nur 70.000 Einwohner. Und wir würden empfehlen, eine Unterkunft im historischen Stadtzentrum zu nehmen. Das haben wir auch gemacht. Wir sind im Maison Saint-Afai. Das kostet 32 € pro Nacht, ist also ein bisschen über unserem Budget. Aber das wollten wir uns mal gönnen. Es gibt große Zimmer mit Balkon. Frühstück ist auch inklusive. Das ist ein guter Ausgangsort, weil alles fußläufig zu erreichen ist. Und ja, genug geredet, jetzt wird es mal Zeit, Luang Prabang zu erkunden. Ich habe mir erstmal einen Kaffee geholt, weil es gibt auf jeden Fall richtig viele gute Cafés hier. Und dein erster Eindruck von Luang Prabang? Ja, sehr entspannt, würde ich sagen. Also es ist echt so ein Ort, an dem man sich einfach wohlfühlt und bis jetzt ist alles richtig schön. Gehen wir runter zum Mekong. Der Mekong ist der wichtigste Fluss hier in der Region. Er entspringt in China und läuft dann durch Myanmar, Laos, Thailand, Vietnam und Kambodscha. Und wir waren noch 2 Tage lang auf dem Mekong unterwegs mit dem Slowboot. Von Chiang Mai aus haben wir uns den ganzen Weg aufgemacht über die Grenze und dann 2 Tage lang auf dem Mekong hier nach Luang Prabang. Das Video verlinken wir euch mal hier oben oder hier oben, keine Ahnung. Und ja, jetzt wird es mal Zeit, die kulinarische Vielfalt hier von Laos zu erkunden. How much is it? One person? 30,000. Can we make it 20,000? Yeah. In der ganzen Stadt stehen natürlich auch Tuk-Tuks rum, die ihr nehmen könnt, wenn ihr keine Lust habt zu laufen. Ich habe jetzt eins zum Restaurant genommen, es kostet 20.000 Kip, also umgerechnet so etwas mehr als 1 €. Keine Ahnung, ob das jetzt ein guter oder ein schlechter Preis ist, aber ja, passt schon. I take the curry soup. Yeah, with the tofu. Ich gehe hier mit dem Curry mit Tofu, aber ich glaube, das nationale Hauptgericht hier in Laos ist Lap. Das ist so ein Salat, in der Regel mit Fleisch, den gibt es ja auch mit Tofu, das werden wir mit Sicherheit auch mal probieren. Aber man sieht, es vermischt sich auch so ein bisschen mit der thailändischen Küche, also hier gibt es Pad Thai oder auch Khao Soi, ein typisch nordthailändisches Gericht. Ja, wir werden uns die Tage noch mal ein bisschen ausprobieren, aber ja, für jetzt gibt es gleich mal Curry. Luang Prabang war ja früher die Hauptstadt des Königreiches Langchang und hat deswegen natürlich eine wichtige Bedeutung hier in Laos und auch eine wichtige religiöse Bedeutung. Und dementsprechend viele Tempel gibt es hier auch in der Stadt. Und wir schauen uns jetzt mal davon den bedeutendsten an, nämlich den Wat Siang Kong. Wat Siang Kong. Wenn ihr unsere Videos aus Thailand und ja, besonders aus Chiang Mai schon gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich mich für Tempel auf jeden Fall sehr begeistern kann. Da stellt dieser hier keine Ausnahme dar. Also wenn ihr in Luang Prabang seid, gehört das auf jeden Fall dazu. Kostet 20.000 Kip Eintritt, also so knapp 1 € und nochmal 10.000 für die Frauen, die ja, kurze Kleider anhaben und sich einen Sarong ausleihen müssen. Und jetzt geht es so langsam Richtung Sonnenuntergang, die ja hier traumhaft schön sind in Laos. Und da haben wir uns noch einen ganz besonderen Spot rausgesucht, den Pussy Hill. Falls euch das Video bisher gefallen hat, freuen wir uns über ein Like, das tut euch nicht weh und hilft unserem Kanal. Und falls ihr mehr über das Thema Weltreise, solche Vlogs und so weiter sehen wollt, dann abonniert gerne diesen Kanal und jetzt geht's weiter im Video.
Direkt hier, wo es hochgeht zum Pussy Hill gegenüber, liegt auch der Grand Palace, das ist hier der königliche Palast. Wir wollten uns den eigentlich auch noch anschauen, der hat heute aber schon um 3:30 zugemacht, deswegen haben wir es leider nicht geschafft. Sieht aber auf jeden Fall auch schön aus und ist bestimmt auch ein Besuch wert. Wie soll es auch anders sein? Auch auf dem Pussy Hill ist ein kleiner Tempel drauf, aber die Aussicht fantastisch. Also der Spot hier ist ohne Frage wunderschön, hier mit dem Blick auf den Mekong, die Berge dahinter, die Sonne geht unter, taucht alles in goldenes Licht. Wirklich sehr, sehr schön, aber ich glaube, man kann es ein bisschen sehen hier hinter mir, es ist auch extrem voll, also wirklich sehr overcrowded. Ich glaube, jeder Tourist, der gerade in Luang Prabang ist hier gerade zum Sonnenuntergang. Also vielleicht ist es eine bessere Zeit, zum Sonnenaufgang herzukommen oder einfach tagsüber, weil so macht es echt nicht so viel Spaß, man muss sich richtig durchkämpfen, um hier überhaupt was zu sehen oder ein gutes Foto zu machen. Dieser Markt hier war eigentlich nicht unser Ziel, wir wollten hier nur drüber laufen, aber wir sind jetzt gerade bei dem Stand hier hängen geblieben. Der hat wunderschöne Bilder und Postkarten und der Mann malt es hier gerade alles selber und wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass wir 2 von den Postkarten kaufen, weil die einfach so schön sind und wir die uns schon in der Wohnung bei uns dann vorstellen können. Wir sind ja auch noch über ganz viele Verkaufsstände gestoßen, die halt Souvenirs aus Bombenteilen machen. Hier oben steht's: We make bracelets, not war. Laos wurde im Vietnamkrieg ziemlich krass zerbombt und ich glaube, es ist die höchste Bombendichte pro Einwohner weltweit hier. Und es gibt noch super viele Gebiete, die nicht zugänglich sind, in die man nicht rein darf, weil ja super viele Blindgänger dort noch liegen. Das ist ziemlich krass. Und ja, ich denke mal, da tut es uns Touristen nicht weh, wenn wir vielleicht ein kleines Souvenir mitbringen. Also das Schlimmste an der Sache ist eigentlich, dass Laos ja nicht mal direkt an dem Krieg beteiligt war, aber trotzdem so unfassbar darunter gelitten hat. Wir haben jetzt auf jeden Fall hier so ein kleines Friedenstäubchen gekauft als kleines Statement. Make love, not war. Ja, so viel können wir hier wenigstens machen und jetzt gehen wir aber mal essen. Green curry soup, coconut rice. Ich probiere mich jetzt mal hier an Lap, dem laotischen Nationalgericht. Das ist so ein Salat, normalerweise mit Fleisch, gibt es ja aber auch überall mit Tofu. Probieren wir mal. Schmeckt nicht schlecht, auch ein bisschen scharf, aber ziemlich viel Koriander drin. Also wenn man, wie ich, nicht so der größte Fan von Koriander ist, sollte man es auf jeden Fall dazu sagen. Aber ja, schon okay. Aber gibt bessere, hab schon Besseres gegessen, muss ich ehrlicherweise sagen. Sabadi. Heute erkunden wir ein bisschen die Gegend um Luang Prabang. Dafür leiht man sich am besten hier einen Roller. Einfach in der Unterkunft mal nachfragen. Oder es gibt auch ganz viele Rollerverleiher auf den Straßen. Das kostet so zwischen 120.000 und 140.000 Kip pro Tag. Und wir haben uns ein Ziel rausgesucht, den Kuang Si Wasserfall. Das soll einer der schönsten Wasserfälle in ganz Asien sein. Wir sind mal sehr drauf gespannt, vor allem wie voll es wird, nachdem gestern der Viewpoint so ziemlich überfüllt war. Gucken wir mal, was da jetzt los ist. Wir sind jetzt so eine Stunde gefahren und sind jetzt da. Die Fahrt an sich ist eigentlich ganz cool und macht auch Spaß. Und es gibt so einen Electric Car Parkplatz, keine Ahnung was das ist. Da müsst ihr auf jeden Fall mit dem Roller vorbeifahren, noch mal ein bisschen weiter und dann kommt hier so ein kleiner Ort, so mit ganz vielen, keine Ahnung, ja, Souvenirständen und was weiß ich nicht allem. Da könnt ihr dann euren Roller abstellen und jetzt soll es angeblich 10 Minuten zu Fuß noch dauern, bis wir da sind. Also hier, wenn man reinläuft, kommt man direkt an so ein Bären-Rescue-Center und hier ist einfach direkt ein Bär. Oh mein Gott, ich bin gerade so begeistert, ich liebe Bären. Also
hier gibt es relativ viele Informationen auch überall zu den Bären und hier steht, dass die vor illegalem Tierhandel gerettet wurden. Also es wirkt auf uns alles relativ professionell, wir können es jetzt nicht in Gänze beurteilen, aber scheint auf jeden Fall eine gute Sache hier zu sein. Und ja, es war auf jeden Fall ein sehr cooler Start, total unerwartet für mich auch, aber jetzt gehen wir mal den Wasserfall anschauen. Wow. Seht euch mal die Farbe vom Wasser an. Erinnert mich ein bisschen an Rio Celeste in Costa Rica, wo es auch so total türkis war. Übrigens auch schwimmen gehen, also hinter mir macht es auch gerade jemand, aber uns ist es ein bisschen zu kalt heute, ist nicht ganz so warm. Deswegen machen wir das nicht, aber es sieht auch so wunderschön aus. Von den Menschenmengen her hält sich es auch noch in Grenzen. Also ich würde schon sagen, wir haben es fast schlimmer erwartet. Es ist schon was los, aber es ist jetzt nicht irgendwie krass überfüllt. Also man kriegt auch mal ein schönes Foto hin, wo keiner drauf ist. Und eigentlich hat es einen ganz entspannten Charakter. Also ich bin sehr angetan und wir sind jetzt gleich auch ganz oben angekommen. Also hier sind wir jetzt am Hauptspot angekommen. Und klar, hier sitzen ein paar Leute überall und da machen ein paar Fotos, aber es geht noch einigermaßen. Und ich glaube, wer es wirklich so ein bisschen für sich haben will, der muss halt früh kommen um 8 Uhr, wenn der Park aufmacht. Wir haben jetzt 4:30 und machen uns auf den Rückweg nach Luang Prabang und das war wirklich ein sehr lohnenswerter Ausflug gewesen. Also die Wasserfälle sind wirklich wunderschön und haben uns so ein bisschen an Guatemala, an Semuc Champey erinnert, wie sie so kaskadenartig da runterlaufen und auch von den Farben her. Also auf jeden Fall ein Must-Do, wenn man in Luang Prabang ist. Und falls ihr keinen Roller fahrt, könnt ihr das Ganze auch in der Tour machen. Das wird an jeder Ecke angeboten. Was es kostet, weiß ich nicht. Das schreiben wir nochmal auf unserem Blogbeitrag. Den findet ihr unter www.battlebeyond.de. Da gibt es nochmal alle Infos, Unterkünfte, Restauranttipps etc. Und ja, wir machen uns jetzt schnell auf den Rückweg, damit wir noch ein Sunset am Mekong catchen können. Und dann ziehen wir nochmal ein kleines Fazit von unseren Tagen hier in Luang Prabang. Das Wettrennen gegen den Sonnenuntergang verlieren wir heute leider. Wir schaffen es jetzt nicht mehr rechtzeitig zum Mekong. Wir haben jetzt einfach mal hier an der Straße angehalten und dann so einen wunderschönen Tempel gefunden und dachten, wir machen es einfach mal hier. Wir waren aber schon am ersten Abend in Luang Prabang unten am Mekong und haben dann einen wunderschönen Sonnenuntergang gesehen. Das blenden wir euch nochmal ein. Ja, und so als kleines Gesamtfazit zu Luang Prabang. Also wir hatten relativ hohe Erwartungen, weil wir dachten so Laos, Luang Prabang, das passt schon so ganz gut zu dem, wie wir reisen und was uns gefällt. Ich muss ehrlicherweise sagen, es war etwas voller, als ich gedacht habe. Es war ein bisschen mehr los, gerade dieser Sunset-Spot. Das hätte ich in Luang Prabang ehrlicherweise überhaupt nicht erwartet, dass in Laos sowas möglich ist. Aber da war es halt auch einfach alle Leute auf einem Platz. Jetzt hier beim Wasserfall war es auch ein bisschen voller gewesen, aber es hat sich halt zerlaufen, so wie es sich auch in der Stadt zerläuft. Also Luang Prabang ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Ort, eine sehr schöne Stadt. Überall gibt es schöne viele Tempel, der Vibe ist sehr entspannt, es gibt gute Restaurants, Essen und so weiter. Also wer in Laos ist, der wird um Luang Prabang eh nicht drum herum kommen. Also von daher ist es auf jeden Fall ein Besuch wert. Und wenn ihr vielleicht auch irgendwie im Norden von Thailand seid, mal einen Abstecher hier rüber zu machen, lohnt sich auf jeden Fall, meiner Meinung nach. Und ja, wir danken euch fürs Zuschauen und sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht's gut, ciao, ciao. Da sind wir mehr drauf hier am Mekong. Ja, hä? Dein erster Eindruck von Luang Prabang? Sehr schön. Keine Ahnung. Scheiße. Von dem ich nicht weiß, wie er heißt. Was? Der Royal Palace, nee, Grand Palace. Royal Palace. Oh, warum soll ich es nicht sagen?